Hallihallo, ich bin der Peter. Ihr kennt mich als Stormtrooper oder als Extension und das hier ist mein Format Gedanken eines alten DJs. Heute möchte ich über etwas sprechen, was mein Raverherz vor kurzem sehr bewegt hat. In meiner kleinen, beschaulichen Heimatstadt Rosenheim in Oberbayern gab es vor einigen Wochen den ersten ever Indoor Daytime Rave, genannt Kaltstart Festival. Und ich muss zugeben, als ich von dem Ganzen gehört habe, ungefähr ein halbes Jahr vor der Veranstaltung, kannte ich absolut niemanden vom Line-Up. Keinen einzigen der Acts. Ich habe sie alle recherchiert, damit ich weiß, was ungefähr auf mich zukommt. Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, als Gast auf dieser Veranstaltung zu sein, weil wenn sowas mal stattfindet, muss man das, finde ich, auch supporten. Und es war, muss ich zugeben, es war wie ein feuchter Traum, den ich schon seit meiner Jugend hatte, nämlich dass hier mal ein vernünftiger Rave stattfindet. Und das in einer Halle, die der normale Einheimische eigentlich nur als Bierzelt kennt. Denn bei unserem durchaus bekannten Herbstfest verwandelt sich diese Halle 2 Wochen lang in ein riesiges Bierzelt, bestückt mit Bierbänken und einer Blaskapelle. Ansonsten sind, glaube ich, das Jahr über sowas wie Hochzeitsmessen und Flohmärkte drin. Aber dass mal ein Rave drin stattfindet, das hätte ich mir eigentlich nie träumen lassen. Und dann plötzlich an diesem Samstagnachmittag 4 Uhr stehen da 4000 Feierwütige drin und gehen zu ärgstem Sound ab. Hard Techno, der mittlerweile Schranz heißt, vom Feinsten, alle am Ausrasten und das in Rosenheim. Unfassbar. Und warum ist das für mich so unfassbar? Nicht nur, weil das Ganze in meiner Heimatstadt war, sondern ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich den Altersschnitt da dort extrem anheben werde und dann nur 18- bis 20-Jährige rumhüpfen. Aber es war absolut nicht der Fall. Also ich habe mich umgeschaut und da waren wirklich alle Altersklassen vertreten, auch Altersklassen, die noch höher waren als meine eigene. Und jetzt bin ich schon stattliche 45. War Wahnsinn. Also ich hab Leute aus meinem Abi-Jahrgang getroffen und ich bin Abi-Jahrgang 1999. Ich habe einen der Veranstalter von einer Hardcore-Party-Reihe hier in der Gegend, Hello Heaven, getroffen. Shoutout an Fredel. Und ja, es war irre, weil einfach, es hat keinen gekümmert, ob man 20 oder 40 oder 60 ist. Es haben alle friedlich miteinander gefeiert. Und das war das, was mich eigentlich so erstaunt hat, dass es tatsächlich möglich ist, dass Alte und Junge miteinander feiern und keiner den anderen irgendwie angeht, er wäre jetzt besser oder er hätte keine Ahnung vom Feiern. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und was zeigt uns das? Die Generationen, beide Seiten, sowohl die Jüngeren als auch die Älteren, sollten sich vielleicht einfach mehr trauen, dahin zu gehen, wo die andere Generation feiert. Für die Alten, glaube ich, ist es gerade jetzt eine interessante Zeit, weil Dinge, die vor 20 Jahren Hype waren, wie jetzt Hard Techno, der mittlerweile Schranz heißt, ist wieder absolut trendy. Das, was bei uns früher Hard Bass oder Hardstyle hieß, ist mittlerweile einfach Techno. Frenchcore ist mittlerweile absolut salonfähig und jeder zweite Techno-DJ spielt Frenchcore mindestens am Ende seines Sets. Also es war faszinierend und es war einfach Wahnsinn. Und auch die Jüngeren dürfen sich ruhig trauen, bei den Alten feiern zu gehen, auch wenn da nur die Rentner-DJs auflegen. Vielleicht ist da ja was dabei, was man als junger Mensch noch neu für sich entdecken kann. Genau. In diesem Sinne, seid alle ein bisschen aufgeschlossener. Dieser Rave hat gezeigt, es ist möglich, ohne jegliche Probleme, dass wir alle gemeinsam feiern und genau das sollten wir auch tun. Ja, das war's. Famous Last Words. In diesem Sinne, Rinne in die Rinne.